John! Lass dich umarmen von meinem Blut. Hat nicht geklappt. Klappt auch nicht so toll. Wenigstens kann ich mich jetzt heilen. Ach, scheiße. Bisschen schnell die Scheiße. Die machen mich fertig. Die machen mich zu schnell fertig. Kein Blut mehr. Jetzt noch ein Problem. Ach, scheiße. Okay, wir müssen ein bisschen laufen und... Dass er das nicht hinkriegt. Verdammte Kacke. Skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Oh, wie recht er hat. Das war jetzt mehr als Glück, weil ich gerade dachte, hey, aufs Ganze gehen, weil ich eh kein Blut mehr habe zum Heilen. Ja. Können wir jetzt einfach den Scheiß Sodium nehmen? hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Haben wir hier sonst noch irgendeinen schönen Scheiß? Ich glaube nicht. Schade, schade, Schokolade. Wobei, da ist noch was. Eine rätselhafte Formel. Oh. Ja. Ich werte jetzt hier mal nicht meine Waffen auf, denn ich weiß noch gar nicht, auf welche Waffe, also mit welcher Waffe ich wirklich weitermachen möchte. Ach, einfach raus. Okay. Scheiße, das kann ich nicht abwehren. Stirb. Scheiße. Stirb. Das war verzögert, das wollte ich gar nicht. Okay, ich muss hier raus. Denn irgendwie... Gehe ich immer auf die Tasche. Ich will gar nicht auf die Tasche gehen. Warte mal, ich kann direkt da die zweite Waffe auswählen. Was ist denn besser, der Knüppel oder die Machete? Nehmen wir den Knüppel, der ist ein bisschen stärker. Den Flock. Ich verstehe immer noch nicht genau das T und G. Ach, sind das Heilungssachen? Dann ist klar, dass ich die noch nicht benutzen kann. So, jetzt würde ich aber auch gerne wissen, wie ich meine Waffen wechsle. Ist es nicht.
Ah, okay. Alles klar. Ah, wieder Leute. Hat schon belebt hier drin. Wo kommen die überhaupt her? Ah, zwei. Zwei habe ich keine Lust. Wobei, ich könnte mich anschleichen. Mal ein bisschen trinken. Nein! Ach Mann. Wenn du nicht stark genug bist, denk dran, dass das Blut der Bürger die beste Möglichkeit verflucht. Ja. Das mag sein. Aber ich komme ja nicht mal hier raus. Ach, ich bin mal vorsichtig und nicht nachtragend. Wir gehen mal zurück und stellen ein bisschen Medikamente her. Sera. Rattenblut ist nicht so wirksam oder wohl schmecken wie ein menschliches Pendant, aber dafür wird deinen Blutbalken teilweise wieder auffüllen. Hier sind bestimmt auch wieder welche. Natürlich. Oh, zwei. Ich will drei. Ah. Komm her. Das Rumgespringe, ne? Das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Weiß jetzt mal hier den ganzen Garten kaputt. Nicht anspringen. Nicht. Sense wäre besser, glaube ich. Ein bisschen. So, das war's mit Heilung. Anspringen ist so nervig. So, Nummer 1. Nicht anspringen. Wenn die hier auch so rumhampeln und will ich auch nicht schocken. So. Warum das Anspringen, da kann ich nicht gut gegen ausweichen. Hör auf. Nicht die Bank. Ich sollte Ausdauer erhöhen. Ich sollte alles erhöhen. Ich kann ja nichts. Ich war im Krieg. Das ist als Arzt schwieriger, als man denkt. So, Mann. Da, der Eingang. Ich glaube, hier geht's wieder rein ins Krankenhaus. Ja, hier sind wir auch rausgekommen. Ja, genau. Da ist die offene Kiste. Hier sind wir wieder zu Hause. Stelle eine Behandlung gegen Erschöpfung her. Ja, wir untersuchen mal das ganze Blut und ich weiß gar nicht, warum das hier gerade so blöde rendert. Ich denke, das seht ihr auch. Vielleicht ist das ein bisschen überfordert, das Spiel. Wo haben wir denn hier? Mein Flügel. Wo ist der? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Doch, da muss ich hin.
Wir haben eine rätselhafte Formel. Oh, schön. Und eine kleine Menge wässriges, reichhaltiges Blut, mit dem Blutsera für Vampire hergestellt werden können. Das brauche ich. Und dafür habe ich nicht genug. Dafür brauche ich noch Ergotamin und Opium. Okay, und wir brauchen jetzt hiervon gegen Erschöpfung. Was ist das alles? Gegen Erkältung? Kann ich schon nicht mehr. Gegen Blutarmut und gegen Blutvergiftung kann ich nicht. Dafür brauche ich Kochsalzlösung. Ich habe nur noch eine. Okay. Kann ich jetzt... Bringe die Medizin zu Dorothy Crane im Patientenzimmer. Okay. Oh, das macht natürlich sehr viel Sinn. Oh, da ist sie. Wo genau? Da. But in the circumstances, komm, I'm erst willing to give you the benefit of the doubt. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Krankheiten. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. So tired. Will this shift never end? So. Wir reden aber erst mit Dr. Swansea. Okay, Verlockung des Blutes. Bedenke, dass dir das Blut von Bürgern eine große Menge EP gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Ja, aber noch nicht. Erst zu Dr. Schwanensee. Wo ist er denn? Ist nicht hier seins? Yep. Ah, ich vergesse auch immer den Marker zu benutzen. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ich bin ein lebendes Paradox. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on.
The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. So, dann machen wir das nämlich auch noch. Da ist sie. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer.
Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. So. Und jetzt wird es Zeit, eine kleine Pause zu machen, denn hier mache ich einen Schnitt und wir fangen an mit Nebenquests. Allerdings mache ich das gesondert, damit diejenigen, die halt jetzt nicht so viel Lust haben, das zu sehen, wie ich hier mit allen quatsche, das ist ja doch sehr langweilig. Kann jedenfalls sehr langweilig sein, wenn man einfach nur ein bisschen Blut sehen will. Für die mache ich jetzt hier die Pause und die werde ich auch irgendwie markieren, beziehungsweise der Titel, es wird im Titel stehen, dass jetzt halt Filler-Folgen kommen, sage ich mal. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen und euer Oxit sagt Tata.